Liebe E-Auto-Fans, heute geht's ums Tesla Cybercab. Ja, ihr wisst, das autonome, fahrende Tesla-Auto, golden, Platz für nur 2 Leute. Kann das gehen? Und das schauen wir uns heute an. Ich habe dieses Cybercab mir tatsächlich genauer angeschaut. Es steht hier in der Leipziger Straße im Tesla Store, da fahren wir gleich vorbei. Cybercab Nummer 10. Ja, gibt glaube ich 20 Prototypen und eins davon steht hier. Und ich habe es mir angeguckt. Passen da vielleicht wirklich 4 Leute rein, weil 2 Leute, ich finde, das ist irgendwie zu wenig. Autonomer Fahren finde ich interessant, das ist schon okay, wenn auch zwiespältig, aber dazu gleich mehr. Aber 4 Leute müssen da reinpassen, sage ich, weil die Zielgruppe ist doch sonst viel zu klein. Nur 2 Leute und so einen riesigen Kofferraum, ja, wer braucht denn sowas? Und darum geht es in diesem Video. Und dann sehe ich heute in der App, für alle, die jetzt noch jemanden empfehlen wollen, der sich einen Tesla kaufen will, 750 € Empfehlungsprämie. Also wenn ihr jemanden euren Code gebt, 750 €, Hammer. Also auch für euch, falls ihr euch einen Tesla kaufen wollt und meinen Kanal toll findet, dann freue ich mich, wenn ihr diesen Code nutzt. Für die Käufer hat sich nichts geändert, das sind immer noch 500 €, aber gut, bei Abwarten, vielleicht kommt ja auch da nochmal was anderes. Und ihr wisst, 500 € Prämie für euch beim Kauf und vielleicht noch 6.000 € Prämie bzw. Umweltrabatt, wenn ihr ein Bestandsfahrzeug nehmt. Da müsst ihr mal bei Tesla gucken. Wenn ich da gucke, gerade nach meiner Lieblingskonfiguration vom Model Y, da finde ich tatsächlich immer nichts, weil ich immer gern mit Anhängerkupplung nehme. Ihr müsst da immer mal reinschauen. Ständig kommen da neue Bestandsfahrzeuge rein. Und wenn ihr da eure Lieblingskonfiguration seht, zugreifen, meinen Empfehlungscode nehmen und werdet glücklich, denn das ist auch jetzt, ohne aufs Juniper zu warten, ist das eigentlich schon ein wirklich sehr, sehr tolles E-Auto. Aber kommen wir zum Cybercab. Darum geht's. Hier ist der Shop, hier fahren wir jetzt gerade vorbei. Sieht man es sogar? Ich weiß gar nicht. Gucke ich nachher im Video. Ja, da ist der Store. Man sieht es aber von außen nicht, man muss reingehen. Ne? Aber ich zeige euch ja hier Bilder und ich habe da ein bisschen gefilmt. Denn es ist jetzt zugänglich bis Dezember. Also guckt es euch an, wenn ihr in Berlin seid. So, und was hat es da auf sich? Ja, dieses golden folierte Prototyp Cybercab Auto. So heißt es, Cybercab. Vorsicht, hallo, gelbe Striche beachten, mein lieber Scholli. Na, der nächste, ja, der hier Radfahrwege. Bist du ein Taxi oder was? Alter, sag mal. Blinken, einordnen, genau. So geht's doch. Berlin. So, autonom fahrendes Cybercab. Also ich sage ja, das kommt so nicht. Ja? Es ist sehr viel Platz. Ja? Ich habe es mir ja angeguckt. Und ja, es ist foliert übrigens, habe ich ja gerade gesagt. Und da sind so ein paar Falten zu sehen. Und da sieht man, dass es foliert ist und nicht irgendwie gespritzt. So, aber da ist wirklich richtig viel Platz. Ich habe mich nicht mehr reinsetzen können, weil das durfte vielleicht nur die Presse. Und ich sage mal, da ist noch Platz für 2 Sitze mehr. Ja? Man kann nämlich die vorderen beiden Sitze tatsächlich, man könnte sie noch ein bisschen nach vorne machen. Ich denke, der Platz reicht auch noch aus. Und der Kofferraum ist ja wirklich riesig. Ja? So einen riesigen Kofferraum bei einem Auto für 2 Leute habe ich noch nie gesehen. Da konnte man jetzt auch nicht reinschauen, aber ich habe ja Videos gesehen. Und 2 Leute und so einen riesigen Kofferraum, wozu? Das ist doch Quatsch. Also mal angenommen, man lädt da Bausachen, Baumaterial rein. Okay, kann ich mir vorstellen. Und man fährt dann zu seiner Baustelle autonom. Wie willst du, vielleicht willst du irgendwie rückwärts in dieses Grundstück reinfahren und da irgendwo den Schutt oder was auch immer, die Bretter da an so eine Stelle bringen. Du willst da ranfahren. Wie willst du das dem autonomen Wagen sagen? Ja? Das stelle ich mir sehr kompliziert vor. Natürlich nicht unmöglich, auch das kann man natürlich alles programmieren, aber so vorerst kann ich mir das nicht vorstellen, dass das so kommt. Und auch mit dem Full Self-Driving, also wir haben hier den Autopiloten und wir haben ja auch Google Maps und ich muss sagen, auch Google Maps, es ist ja nicht perfekt. Ständig gibt es Baustellen, die ich kenne, aber das Navi nicht. Ja? Und wenn man dann hier autonom drin sitzt, nicht eingreifen kann, da kann man auch ein bisschen irre werden dabei. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber also man will sich ja darauf verlassen, ans Ziel zu kommen, autonom, aber dann ist da so eine Baustelle nicht eingezeichnet ist oder man riesige Umwege fährt. Nein, nein, nein.
Dass das Full Self-Driving immer besser wird, das schon. Es muss allerdings nahezu perfekt sein, wenn hier jemand drin sitzt ohne Lenkrad und Führerschein. Und das dauert, ja. Also klar, der Wagen wird vorsichtig fahren. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwann geht. Aber es muss eigentlich nahezu perfekt sein, damit man hier furchtlos einsteigen kann. Gut, jetzt werden Leute sagen, hallo, du steigst auch in einen Zug ein und vertraust der Sache, dass man da gut ankommt. Und naja gut, aber bei einem Zug, der wird ja auch aktuell noch nicht autonom gefahren. Da sitzt vorne jemand drin und ich entspanne mich, setze mich dahin. Aber ich sage auch immer beim Autofahren, ich habe auch einfach zu viel Spaß beim Autofahren. Deswegen kann ich mir das ohne Lenkrad gar nicht vorstellen. Aber bei einem Zug, vielleicht würde ich mich auch beim Zug vorne ans Lenkrad oder an den Hebel setzen und den Zug bewegen. Ja, autonomes Fahren macht vielleicht nicht ganz so viel Spaß wie selber fahren. Das ist wahrscheinlich ein Grund, warum weiterhin viele Leute einfach mit Lenkrad fahren werden in der Zukunft. Aber wenn das FSD immer perfekter wird, dann kann ich es mir vorstellen, vielleicht auch ohne Lenkrad. Und es ist toll, dass es eben auch für Leute ermöglicht, die gar keinen Führerschein haben. Ja? Die können sich reinsetzen und dann von A nach B fahren. Ja? Können sich es gemütlich machen, Radio, und sind jetzt nicht auf öffentliche Verkehrsmittel oder so angewiesen, obwohl Autostau ist jetzt auch nicht so gut. Aber das ist immerhin eine Chance für viele Leute, die keinen Führerschein haben oder sich keinen Führerschein leisten wollen. Vielleicht wächst auch so eine Generation dann irgendwann rein, die sagen, nö, wozu Führerschein? Ich kann ja autonom fahren. Ich setze mich rein, entspanne. Warum nicht? Ja, kann ich mir alles gut vorstellen. So, jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet. Ich wollte eigentlich meine Beweise anführen, warum da vier Sitze reinkommen ins Tesla Cab. Und vielleicht wird das so eine Art Model 2. Es gibt ja noch das Indiz hinten, ja, diese kleinen Dreiecke, da kann man ja eigentlich auch rausgucken. Ja, deswegen könnte da vielleicht noch jemand sitzen, der da ein bisschen rausgucken kann. Ja, die Sicht ist nicht super, aber... Und vielleicht kommt doch auch wieder ein Glasdach rein. Dann ist es hinten nicht ganz so klaustrophobisch und man kann übers Glasdach, kriegt man Licht und kann auch vielleicht ein bisschen rausgucken. Insofern, ja, kann ich mir 4 Sitze da auf jeden Fall vorstellen. Und der Kofferraum ist wirklich riesig. Ja. Auch da ist noch ein bisschen Platz, wo die Sitze hinkommen können. Okay, da sind diese riesen Mulden von den die Radkästen. Ja, ich denke, da ist noch Platz, wenn auch nicht viel, für 2 zusätzliche Sitze. Denn der Wagen, ich habe ihn mal abgelaufen, das Cybercab, auch Robotaxi genannt, ist ja tatsächlich so 4,20 Meter lang als Prototyp. Und hey, mein Opel Crossland, mein Vorgängerauto, das war auch 4,25 Meter und da passten 4 Sitze rein und auch der Kofferraum war nicht klein. Wem das jetzt nichts sagt, das ist der Meriva-Nachfolger. Ja, der Crossland ist natürlich höher als das Cybercab, deswegen ist da schon mal mehr Raum im Opel gewesen als jetzt bei dem Cybercab. Also ja, ich sage auch nicht, dass da richtig riesig viel Platz ist. Wenn da noch 2 Leute mehr drin reinpassen und hinten noch Gepäck, dann wird es auch eng. Aber es soll ja auch ein kleiner Tesla sein, warum nicht? Für den schmalen Geldbeutel, ja, vielleicht schafft man es wirklich, dieses Auto unter 30.000 Euro anzubieten. Und ich denke, ja, diese ganze Sache mit diesem Robocab, mit diesem Cybercab, Robotaxi, das ist eine Marketing-Sache. Tesla hätte ja auch das Model 2 also auf den Markt bringen können und dann hätten alle gesagt, ah ja, das ist das Model 2, ja ganz schön klein, na gut, okay. Aber es wäre jetzt nichts Besonderes gewesen. Und ich denke, man hat diesen Hype gemacht um dieses Auto ohne Lenkrad wegen der Aufmerksamkeit. Ja, dadurch haben alle Leute hingeguckt und gesagt, wow, das ist ja interessant. Oder auch kritisch angemerkt, dass das ja gar nicht klappen kann mit dem Lenkrad, so wie ich ja auch. Ja. Man redet darüber und in dem Punkt, ja, dass man darüber redet, ja, da hat man die Leute auch schon wieder, die vielleicht anderen davon erzählen. Man macht sich Gedanken über das Full Self-Driving. Ja, denn das kann man ja auch in allen Teslas optionell kaufen und benutzen. Und das ist schon clever. Ja, auch ich mache mir immer mehr Gedanken, wie spannend wäre das jetzt, dieses Full Self-Driving hier zu haben, wenn es funktionieren würde. Ja, vielleicht so wie in den USA, da geht es ja wohl schon ganz gut, aber hier eben noch nicht. Mir ist es zu teuer, diese 7.000 Euro. Allerdings, wenn ihr euren Referral-Code nehmt,
Und dann vielleicht komme ich ja da auf diese Punkte und kann mir da demnächst auch das hier als Update holen und dann könnte ich auch ein bisschen mehr Videos über FSD machen. Gucken wir mal. Also insofern eine riesen Marketing-Sache, würde ich sagen. Autofahren und Lenkrad, ja, vielleicht kommt das ja auch, das ist ja keine Frage, aber so schnell bis 2026, das sage ich, oder mein Bauchgefühl sagt, nee, das dauert noch. Ansonsten ist das Robotaxi schon sehr interessant. Ja, auch die Tatsache, dass das induktiv laden kann. Gut, warum soll nicht auch ein Model 3 oder Model Y, vielleicht auch das Juniper, demnächst induktiv laden? Das wäre sehr interessant, denn selbst wenn das Full Self-Driving hier noch nicht so perfekt funktioniert, aber relativ sicher ist, ich hätte nichts dagegen, wenn ich abends nach Hause komme und dem Auto dann bequem vom Sofa über die App sage, hey, fahr dich mal zum Aufladen, und dann fährt er selbstständig los zur induktiven Ladestelle, die irgendwo um die Ecke ist, und ich glaube 22 kW lädt aktuell das Cybercab, sagt man. Ja, und dann braucht das Auto eben, was ist es, 2-3 Stunden zum Laden. Da muss ich ja nicht drin sitzen. Und dann fährt es nachts bequem wieder zurück und sucht einen Parkplatz. Allerdings, ja, da denke ich dann, bei mir in der Gegend, also da muss er schon echt mehrmals um den Block fahren, um einen Parkplatz zu finden, ja, mein Model Y. Also ob der das so schafft, wage ich zu bezweifeln. Also klar, irgendeiner fährt immer zu einer Nachtschicht irgendwie nach 0 Uhr. Aber kann auch sein, dass man dann morgens, er hat geladen, oh, wo stehst du denn? Kann passieren, ja. Tja Leute, also Robotaxi, Cybercab, fährt autonom, aber ohne Lenkrad. Also in Zurück zur Zukunft habe ich gelernt, die Autos in der Zukunft können fliegen, aber haben noch ein Lenkrad. Hier ist es anders. Ja, es kann leider nicht fliegen, hat aber kein Lenkrad. Und ich sage immer, ja, wenn es einen Preis fürs Cybercab gibt, dann wird es vielleicht das goldene Lenkrad. Ja, denn das goldene Lenkrad ist golden, passt zur Wagenfarbe und hat hier auch noch Platz. Also insofern, liebe Zuschauer, wenn ihr da mitdiskutieren wollt, diskutiert an dieser Stelle mit, ja, unten in den Kommentaren. Eure Meinung ist gefragt. Und ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert, Referral Code nutzt. Und ich fahre jetzt zur Arbeit. Schauen wir gleich das neue Update an, was hier gerade runtergeladen hat. Und ich würde sagen dann, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.